Das hier ist der Knaller des Modelljahres 2021 bei Pössl. Wir haben den neuen Pössl Campstar. Ein Fahrzeug mit Aufstelldach unter 2 Meter, einem wahnsinnig geilen Preis-Leistungs-Verhältnis, einer herausdrehbaren Küche auf Basis des Mercedes Vito oder der Mercedes V-Klasse. Und da zeigen wir euch jetzt alle Details und was dieses Auto noch viel attraktiver macht als jeden VW California. Viel Spaß bei diesem Video. Der Pössl Campstar, so wie er hier neben mir steht, bekommt, das sage ich euch gleich zum Anfang, auch ein Schwestermodell, den Pössl Vanstar. Ebenfalls auf Mercedes, aber wie bei Vanstar und Campstar ein bisschen abgespeckt. Aber den schauen wir uns im zweiten Video natürlich auch ganz detailliert an. Der Campstar basiert auf dem Vito oder auf der V-Klasse und ist immer 5,13 Meter lang. Das heißt, er ist einen kleinen Tick länger als der VW California und als der Vanstar von Pössl. Und das mehr an Länge merkt man drinnen doch ganz gewaltig. Aber viel besser als das sind so viele kleine Details, die wir uns jetzt mal anschauen müssen. Vielleicht vorab gesagt, das hier ist ein Prototyp. Ich darf euch noch nicht alle Details verraten. Aber sobald wir die ersten Fahrzeuge bei uns in Stove haben, machen wir natürlich ein ausführliches Video mit allen Details und messen das. Denkt deswegen daran, einfach den Kanal zu abonnieren, unter dem Video die Glocke anzuklicken, damit ihr eine Information bekommt, wenn das Video rauskommt. Und für die ganz Neugierigen einfach auch bei Instagram uns folgen. Da werden wir sicherlich zwischendurch mal den einen oder anderen Schnappschuss zeigen. Ja, auf den ersten Blick, wir haben hier ein silbernes Fahrzeug. Es gibt das Fahrzeug in allen Varianten. Man kann besonders chassismäßig unendlich viele Varianten spielen. Wir steigen ein mit 110 PS Frontantrieb. Dann gibt es 140 PS, 160 PS, 190 PS und ich glaube 230 oder 240 PS als Top-Motorisierung. Und das Geile an diesem Fahrzeug ist, ab 140 PS könnt ihr ihn mit Automatik und wahlweise auch mit Allrad haben. Und ab 140 PS ist es Front- oder Heckantrieb und ab 160 PS sind alle Fahrzeuge Heckantrieb. Also jeder kann sich sein Pössl Campstar, so heißt er, aussuchen mit der Motorisierung, wie er ihn haben will und ausstatten, wie er ihn leiden mag. Bereits im Serienumfang hat der Campstar das Dach mit drin. Das sieht hier auf den ersten Blick etwas größer aus als bei den anderen Fahrzeugen. Aber das Coole an dem Auto ist, dass der Mercedes darunter flacher ist. Das heißt, wir haben trotz des großen Daches eine Gesamthöhe von 1,96. Ich habe irgendwo munkeln hören, dass Pössl noch auf der Suche nach einem halben Zentimeter ist und vielleicht kriegen wir ihn im Serienumfang sogar mit einer Dachreling. Und das wäre dann natürlich der Oberhammer, weil ihr dann mit einer Dachreling unter 2 Meter seid. Das heißt, ein Auto mit Aufstelldach, auf dem ihr Surfboards und alles transportieren könnt, obwohl es in die Tiefgarage passt. Wie cool ist das denn? Und wenn ich euch dann noch verrate, was der günstiger ist als der VW California, dann glaube ich, können wir uns vor Anfragen gar nicht mehr retten. Aber Anfragen kommen natürlich nur, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Und deswegen sollten wir einfach mal einen ersten Blick reinwerfen. Fällt euch was auf? Wir haben 2 Schiebetüren trotz Küchenblocks hier. Das ist normalerweise bei den Basisfahrzeugen auf Mercedes nicht die Option. Jetzt fragt man sich im ersten Augenblick, warum habe ich 2 Schiebetüren, wenn hier ein Küchenblock steht? Die Erklärung ist relativ einfach. Der Küchenblock, das ist jetzt Prototypenstatus, aber der Küchenblock ist hier unten zu entriegeln. Und dann kann ich den gesamten Küchenblock nehmen, alleine mit einer Hand und schwenke ihn raus. So, wenn man jetzt von der Seite guckt, denke ich, okay, das ist ja ganz nett gelöst. Hier oben habe ich ein Waschbecken, hier habe ich den Kocher, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber was soll ich mit so einem Küchenblock, der halb im Fahrzeug dran steht? Wir sind ja noch lange nicht fertig. Jetzt ist es so, wir haben hier Stützbeine, die können wir lösen. Und dann nehme ich den gesamten Küchenblock einfach mit einem vorsichtigen Handgriff und stelle den unten wieder ab.
und habe die Outdoor-Küche alleine rausgehoben, ohne großen Kraftaufwand. Da ist jetzt sogar schon eine Gasflasche mit drin und kann einfach hier draußen kochen. Habe den perfekten Einstieg ins Auto. Und wer das Ganze im Alltag nicht haben will, ich kann nachher sogar den gesamten Küchenblock nehmen, ihn mit wenigen Schrauben lösen, den Küchenblock nehmen, zu Hause lassen und hier vorne mit 3 Personen nebeneinander sitzen. Also ihr habt die perfekte Symbiose aus einem Camper für 2 bis 4 Personen und im Alltag ein Auto, wo ihr mit 5 oder 7 Personen perfekt drin fahren könnt. Ja, wo er so schön hier draußen steht, sollten wir mal einen Blick in diesen Küchenblock werfen. Einmal, finde ich, kann man draußen immer schön sehen, wie das mit der Farbgestaltung ist. Das ist eine richtig stimmige Variante, schön mit dem Hellgrau und Dunkelgrau. Wir haben oben drauf alles eine Fläche. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das Auto wird ein Knaller, das sage ich euch jetzt schon. Mit dem Zünder, 2 große Gasflammen und hier die kleine Waschmöglichkeit. Wir haben hier, das ist übrigens auch mein erster Kontakt, ich mache alle Klappen gerade das erste Mal auf. Eine kleine Schublade, da haben wir, okay, das hätte man ahnen können, die Gasflasche mit drin. Und hier haben wir nochmal einen riesengroßen Stauraum. Bin ich fertig mit Kochen und brauche die Küche nicht mehr, fasse ich hier einmal an, nehme den ganzen Küchenblock, hebe ihn einfach vorsichtig rein, löse meine beiden Stützen, schiebe die hoch und dann nehme ich den ganzen Küchenblock, entriegel nach unten und klappe ihn vorsichtig nach innen rein und habe wieder mein vollwertiges Reisemobil drin. Mache meine Schiebetüren zu, habe alles safe und springe direkt da unten ins kalte Wasser. Bin ich nach dem Baden richtig durchgefroren, kann ich wieder rein in meine warme Base. Serienmäßig hat das Fahrzeug eine große Kühlbox. Ich weiß nicht, ob man die von da sehen kann, sonst blenden wir das jetzt einfach nochmal drüber. Die dürfte so 30, 35 Liter haben. Das werdet ihr nachher in dem ausführlichen Video, wenn das Fahrzeug serienreif ist, nochmal erfahren. Die Heizung wird wie beim Campstar eine Option sein. Das heißt, überlegt euch, ob ihr sie mitbestellen wollt oder nicht. Wenn ich jetzt schlafen will, habe ich 2 Optionen. Zum einen kann ich hier unten ein Bett klappen und zum anderen habe ich aber auch das Aufstelldach oben mit dabei. Das lösen wir jetzt einfach mal. Machen beide Seiten, das ist das gleiche Prinzip wie bei Vanstar und Campstar, und machen dann das Dach einfach nach oben. Und dann kann ich das Bett noch hinterher schicken und zack, habe ich ein Fahrzeug mit absoluter Stehhöhe. Und obwohl es hier richtig windig ist, kann ich mich hier drin richtig schön aufwärmen. Und wenn mir wieder warm ist, gehe ich wieder raus eine Runde kiten. Das ist das Obergeschoss vom neuen Pössl Campstar. Ihr habt direkt einen richtig schönen Kasten mit punktelastischen Lattenrost. Da drauf, wie das bei den Aufstelldächern typisch ist, eine relativ dünne Matratze. Aber was mir schon beim ersten Blick, ohne dass wir hier wirklich gemessen haben, auffällt, ist, wie wahnsinnig hoch das da hinten am Fußende ist. Hier ist, glaube ich, wirklich so, dass man von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne schlafen kann. Ist einfach super flexibel. Und wenn man das jetzt mal wirklich mit dem direkten Wettbewerber VW California vergleicht, dann ist das hier oben einfach ein größeres Bett. Wenn man sich jetzt noch einen geschickten Topper sucht, der die volle Breite hier aussucht, überlegt euch mal, was das für ein Riesenbett ist. Und steht ihr morgen, erstmal gucken wir noch einmal, man kann, wenn man morgens aufwacht, haben wir hier riesengroße Fensterflächen, die ihr aufmachen könnt. Hier auf der Seite mit Fliegengitter. Jetzt komme ich mal hier deutlich näher ran. Ups, guten Tag. Auch hier kann man rausgucken, so dass man einfach wirklich den kompletten Rundumblick hat und wirklich erstmal Wellen checken kann, Wind checken kann und sagen kann, lohnt sich das jetzt aufzustehen oder genieße ich einfach den Durchzug, auch wenn es ein bisschen kühler ist und er eingemuckelt unter der Decke. Das, wenn ich mal frei hätte, würde ich das wohl mal tun. Der Pössl Campstar auf Mercedes-Basis hat einfach, genau wie wir das vom Campstar kennen, die zweigeteilte Klappe. Hier ist der Ausschnitt ein bisschen niedriger, das Bett, glaube ich, ein bisschen niedriger als beim Campstar. Aber guck mal, wie groß das Fenster ist. Du liegst hier unten, machst dir das morgens auf und schaust hier wunderbar raus. Um mal hier gleich reinzuschauen, wir haben hier einen riesengroßen Stauraum. Und davor, geht das so? Kommst du da, kannst du das sehen? Ja, kannst du sehen, ne? Nochmal einen großen Stauraum. Und wenn ich an den unteren Stauraum will, mache ich hier einfach die gesamte Klappe auf. Aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Und habe hier drunter nochmal einen richtig großen Kofferraum.
Auch hier nochmal mit Stauraum. Was haben wir hier vorne? Noch mehr Stauraum. Und ganz da vorne den Kompressor von der Kühlbox. So habe ich einfach, jetzt ist die Bank relativ weit vorne, hier richtig viel Raum drunter und kann das Fahrzeug eben auch im Alltag als echten Pkw benutzen. Was besonders ist, ist, dass wir bei Pössl die Wahl haben zwischen Vito oder V-Klasse. Der Campstar hier basiert auf der V-Klasse und da schauen wir uns jetzt mal das Cockpit an, weil das in dem Maßstab der Aufstelldachfahrzeuge, glaube ich, Benchmark ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, dass ich Wohnmobilverkäufer bin, würde ich sagen, okay, wir sind jetzt hier wohl Starverkäufer bei Mercedes und vertreiben AMG-Produkte. Das Cockpit hier ist schon krass anders als alle anderen Varianten, die wir haben. Wir haben jetzt hier das Multifunktionslenkrad mit Leder. Wir haben eine Automatik mit 190 PS hier stehen. Der hat Schaltwippen und du vergisst wirklich, dass du in einem Wohnmobil bist. Ich selbst fahre auch noch einen VW-Bus als Familienwagen und das ist eine andere Welt. Die Sitzposition ist anders, der Blick ist anders. Es ist einfach ein komplett anderer Ansatz in allen Dingen. Das ist halt viel mehr Pkw und man merkt halt hier deutlich, dass die V-Klasse ein ganz modern entwickeltes Auto ist. Die gesamte Formensprache und alles, was hier ist mit den Knöpfen, das fühlt sich super schön an. Ich weiß nicht, können wir das System hier starten? Das ist das, was wir als MBUX aus den ganzen Sprinter-Radios kennen. Das ist halt momentan State of the Art im Wohnmobilbereich. Wenn ich das richtig verstanden habe, können wir nachher bei diesem Fahrzeug wählen zwischen Vito, zwischen V-Klasse und wenn ihr die V-Klasse nehmt, gibt es noch Edition und AMG-Line. Da werden wir gemeinsam viel lernen müssen, welche Varianten es gibt. Fakt ist, der Grundpreis des Fahrzeugs, nehmen wir mal 190 PS, Heckantrieb, Automatik, wird unterhalb von 50.000 € liegen. Zusammen mit Kühlbox, mit der gesamten Wohnmobilausstattung und eben dieser tiefgaragentauglichen Höhe. Es wird ein Schwestermodell geben, den Vanster, das ist das gleiche Auto, aber ohne den Wohnmobilausbau. Der wird grob gesagt auf einer Preisliste ca. 10.000 € günstiger sein als dieses Fahrzeug. Aber eben auch wie bei Vanster und Campstar ein paar abgespeckte Varianten haben. Also wenn ihr das nachher wieder rausrechnet, dann wird der Vanster ungefähr 4.000, 5.000 € günstiger sein als der Campstar. Aber wichtiger als der Unterschied zwischen diesen beiden Fahrzeugen ist der Unterschied zwischen dem Pössl Campstar und dem VW California. Wenn man die beiden nebeneinander ausstattet, je nachdem, was euch in der Ausstattung wichtig ist, ist die Preisdifferenz am Ende irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 €. Und das einfach mit einem Fahrzeug, wo ihr hier eine 9-Gang-Wandlerautomatik habt, beim VW California eine DSG-Automatik. Es sind einfach unter Frontantrieb zu Heckantrieb, beide mit Allrad erhältlich. Also ich glaube, dass das ein wahnsinnig spannendes Produkt ist. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist das ein Auto, was euch genauso reizt wie uns? Oder seid ihr eher in der Variante der größeren Fahrzeuge unterwegs? Schreibt das mal rein in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr euch alle Details zu diesem Fahrzeug interessieren, abonniert unseren Kanal. Sobald wir den ersten Campstar bei uns haben und das die offizielle Serienvariante ist, werden wir nochmal ein ganz ausführliches Video machen und zeigen, wie man die Betten baut, wie groß die Bettenmaße sind, wie die Preise ganz im Detail sind. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos. Wir sehen uns gleich im nächsten Video.